Mit der Highlight-Funktion kann ich für mich wichtige Meldungen im Media-Account hervorheben. Jede Meldung hat zum Highlighten einen kleinen Stern. Diesen Stern findet man oben rechts auf jeder Kachel oder in der Listenansicht direkt unter der Auswahlbox und auch neben der Headline auf der Meldungsdetailseite. Mit Klick auf den Stern wird eine Meldung gehighlightet. Die Darstellung des Icons wechselt dann von einer Konturlinie zu einem gefüllten türkisen Stern. Die Meldung ist jetzt gehighlightet. Wenn eine Meldung gehighlightet ist, dann gilt das übergreifend für meinen gesamten Media-Account. Also überall, wo diese Meldung auftaucht, kann ich mir diese Auszeichnung zunutze machen. Ich kann dann zum Beispiel über den Suchschlitz gezielt nach solchen Highlight-Meldungen suchen. Highlight-Meldungen kann ich mir aber auch bei der Sortierung von Listen immer ganz oben anzeigen lassen. Und drittens, beim Erzeugen von Ausgaben im Medienspiegel kann ich beim PDF-Format gezielt nur Highlight-Meldungen ausgeben lassen. Schauen wir uns diese 3 Anwendungsfälle jetzt mal im Detail an. Als erstes also die gezielte Suche nach Meldungen mit dieser Markierung. Wichtig zu wissen dabei ist, dass die Highlights nicht automatisch gesetzt werden. Damit ich also nach Treffern suchen und auch welche finden kann, muss ich natürlich im Vorfeld einige meiner Meldungen highlighten. Das mache ich jetzt hier mal mit ein paar exemplarischen Meldungen. Also einfach auf der Meldungsübersicht ein paar Sterne klicken. Im nächsten Schritt klicke ich oben in den Suchfilter und scrolle im Pop-up zum Abschnitt Optionen und klappe den Abschnitt aus. Da ist auch schon die Option Highlights. Gleich mal auswählen. Als Ergebnis sehe ich jetzt nur noch alle von mir markierten Highlight-Meldungen. Der zweite Anwendungsfall ist die Sortierung. Hier kann ich mir die Highlight-Meldung zu Beginn der Treffer anzeigen lassen. Dazu klicke ich im Meldungsbereich auf die Sortierfunktion unter dem Suchschlitz. Wenn ich hier die Option Highlights zu Beginn wähle, werden mir bei den Ergebnissen zuerst die Highlight-Meldung angezeigt. Diese Sortieroption gibt es auch im Medienspiegel in den einzelnen Kategorien. Dazu schieben wir die hier sichtbaren Highlight-Meldungen und den Rest der Treffer einfach mal in einen Beispiel-Medienspiegel. Also alle Meldungen auswählen, zum Medienspiegel hinzufügen, neuen Medienspiegel anlegen, Titel eingeben, nach Gattungen kategorisieren lassen, Medienspiegel anlegen klicken, jetzt hinzufügen und kurz warten, bis die Meldungen hinzugefügt wurden und ab zum Medienspiegel. Wenn ich jetzt in eine Kategorie wechsle, sehe ich, dass meine Highlight-Meldungen gleich zu Beginn der Meldungsliste erscheinen. Das liegt an der Sortiereinstellung im Medienspiegel. Die Sortiereinstellungen sind bei neu angelegten Medienspiegeln immer gleich. Schauen wir uns die Einstellung mal im Detail an. Dazu klicke ich auf den Textblock über den Meldungen. Es öffnet sich ein Pop-up und hier sieht man jetzt die definierten Regeln zur Sortierung. Die Sortierung wird dabei in sogenannten Ebenen definiert, die vom System nacheinander abgearbeitet werden. Sortierebene 1 trennt die Meldung erstmal in 2 Hauptblöcke. In diesem Fall Highlight-Meldungen zu Beginn und danach Meldungen, die nicht gehighlightet sind. Sortierebene 2 sorgt dann im Anschluss dafür, dass die Meldungen innerhalb der beiden Blöcke nach Datum absteigend gelistet werden. Und in Sortierebene 3 werden dann alle Meldungen mit ihren Headlines alphabetisch sortiert. Diese dritte Sortierung greift jedoch nur, wenn Meldungen exakt das gleiche Veröffentlichungsdatum haben. Um Änderungen an der Sortierung zu speichern, klicke ich einfach auf Anwenden. Auch gut zu wissen, die hier eingestellte Sortierung wird nicht nur zur Anzeige in den Medienspiegel-Kategorien, sondern vor allem auch beim Erzeugen von PDF-Ausgaben berücksichtigt. Und genau beim Ausgabeformat PDF kommt der dritte Nutzen der Highlight-Meldungen zum Tragen. Dazu wechseln wir mal auf die Medienspiegel-Detailseite und rufen rechts in der Box für die Ausgabeformate das PDF-Format auf. Es öffnet sich das Einstellungspanel und hier scrollen wir einmal ganz nach unten. Direkt im Abschnitt Medienblätter sehen wir die Option Nur ausgewählte Highlight-Clippings. Das sind dann unsere eben hinzugefügten Highlight-Meldungen. Wenn wir diese Option auswählen, werden bei der nächsten Veröffentlichung einer Medienspiegel-Ausgabe nur Medienblätter von Highlight-Meldungen ausgegeben.